Willkommen zu Frequent Trader TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge. Thema heute ist irgendwie TAP Portugal Übernahme, sehr merkwürdig, weil Portugal hat da irgendwie so eine Abbruchklausel drin. Das irritiert die Leute. 787-9er bekommt einen Namen, den wir alle kennen, Frankfurt. Dann Lufthansa mag jetzt wieder München, Frankfurt. Wen mögen die eigentlich im Moment? Das wechselt ja so, aber ich glaube, das werden wir klären. Dann Tarifstreit um die Betriebsrenten. Lufthansa und die Piloten können sich nicht einigen. Also da gibt es keinen Fortschritt. Und dann haben wir noch Horseshoe of Hell. Wer mich kennt, weiß, dass einer meiner meistbesuchtesten Flughäfen Los Angeles International Airport ist. Das Tebet Tom Bradley International. Aber da gibt es einen Horseshoe, also ein Hufeisen. Und das ist eine Katastrophe. Das ist wie Hölle. Horseshoe of Hell. Da ist Dauerchaos und das sieht auch so aus, als ob das Chaos nicht bis 2026, da haben wir irgendwie Fußball-Weltmeisterschaften, 2028 Olympische Spiele in Los Angeles, dass das alles nicht so klappt. Also an dieser Stelle Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren und kommt auf School, dann schauen wir uns das Ganze an. Das erste Thema, was wir haben, ist Portugal TAP. Die wollen ja die TAP verkaufen. Dann gab es so ein bisschen hin und her und jetzt ist es halt so, dass man 817,7 Millionen US-Dollar durch den Verkauf von 44,9% der Anteile von TAP bekommen möchte. 5% sollen an die Mitarbeiter gehen, was ich relativ cool finde, und der Staat bleibt in der Mehrheit. Lufthansa AG, IAG, Air France, KLM sind halt Hauptinteressenten. Das sind die üblichen Verdächtigen, die in Europa, wenn es eine Fluggesellschaft gibt, die zu Grabe getragen werden soll oder dann halt übernommen werden soll, damit gerettet werden soll, dann kommen. Diese Abbruchsklausel, die da drin steht, ist wie folgt. Die Regierung will sich das Recht vorbehalten, das Verfahren jederzeit ohne Entschädigung abzubrechen. Wir erinnern uns ja an einige Fälle, wo es Entschädigung gab fürs Abbrechen aus Verhandlungen. Und Investoren befürchten hohe Verluste durch Beratungskosten, falls der Deal politisch gestoppt wird. Und Portugal will zwar bis 2026 den ganzen Kladderadatsch abgeschlossen haben, aber who knows? Was weiß man, was da passiert? Der Staat verlangt außerdem, dass neue Investoren die Langstreckenstrategie mit dem Drehkreuz Lissabon fortsetzen. Macht ja auch Sinn, ist ja am Rande von Europa nach Südamerika als Sprungbrett, also durchaus schon etwas, was man machen kann. Aber hier geht es nicht um ein paar Spesen, sondern wenn der Verkäufer aber nochmal anders überlegt, das Verfahren nach Start wieder ablässt, muss er für die angefallenen Kosten gerade stehen. So ist es nämlich üblich. Das ist auch ein Zitat von einem der Leute, der teilnimmt, weil normalerweise sind da Kosten, das ist nicht einmal 3,50 Euro, sondern das sind Millionen Beratungskosten und. Also insofern irritiert. Das Risiko eines politisch bedingten Rückziehers will sich die Bieterkreis auch nicht aufbürden lassen. Warum? Weil es gibt viele Beispiele, die Privatisierung wurde schon einmal durch eine Regierungskrise halt verzögert, wir erinnern uns. Auch dann ist es so, dass zum Beispiel Europa zeigen, dass Übernahmen keine Selbstläufer sind. Da gibt es halt dann auch Probleme und da muss das Risiko natürlich abgedeckt werden. Die Unternehmen, die das ja kaufen wollen, sind ja keine karitativ operierenden Unternehmen. Gucken, ob da jemand kommt. Man guckt hier so vom Balkon runter. Ja, sollte ein Staat wie Portugal die volle Kontrolle behalten dürfen, wenn der Investoren gleichzeitig finanziell in ein unkalkulierbares Risiko schickt und damit halt wirklich auch das Thema für die Firmen zu einem Problemfall werden lassen kann. Da könnt ihr ja gerne mal antworten. Wo ihr auch vielleicht eine Meinung zu habt, ist Flughafen Frankfurt. Ist Flughafen Frankfurt nicht wie Los Angeles Horseshoe of Hell, sondern einfach nur Mine of Hell? Oder ist München Isar Hell oder sowas? Ich weiß es nicht, wer von euch welchen Flughafen bevorzugt. Aber im Moment ist die Lufthansa anscheinend wieder auf München gut zu sprechen, auf Frankfurt schlecht zu sprechen. Carsten Spohr lobte in seiner Rede in Frankfurt zunächst die Verbesserung bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, übte dann aber deutliche Kritik, denn Frankfurt bleibt hinter anderen Drehkreuzen in Qualität und Lufthansa-Kundenzufriedenheit hinterher. Sie sei das teuerste im Flughafennetz, was die Lufthansa hat. München funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Flughafen besser. Dort betreibt Lufthansa ja und der Airport gemeinsam das Terminal 2. Und Spohr appellierte an Hessens Ministerpräsident Boris Rhein, sich für eine ähnliche Kooperation in Frankfurt einzusetzen. Lufthansa fordert Senkung der Kosten für Flugsicherung, Sicherheit und Luftverkehrssteuer. Gut, da kann Frankfurt jetzt nicht wirklich drastisch was machen oder das Land Hessen, das ist ja, glaube ich, Bundesangelegenheit. Aber Carsten Spohr sagt, seien wir ehrlich, wir sind immer noch weit entfernt von dem, was wir an anderen Flughäfen erreichen.
Die Zusammenarbeit zwischen Flughafen und Flughafengesellschaft ist hier nicht im gleichen Niveau wie in München. Und dann sagt Spohr an Boris Rhein gerichtet: Ohne Ihre Hilfe, Herr Rhein, werden wir die nächste Stufe der Zusammenarbeit nicht erreichen. Wir brauchen dringend eine Senkung der Kosten. Hintergrund ist natürlich auch, dass München lange Zeit das Lieblingsdrehkreuz war. Deshalb sind die 380er runter und so weiter und so fort. Carsten S. aus M. wohnt halt in M. Ne? Und nun kippt halt die Wahrnehmung wieder, dass halt München wieder zugunsten von Frankfurt gewonnen hat, weil Frankfurt war ja dann, weil München halt so schlecht in der Performance war, in Ungnade gefallen. Und jetzt, wie ist das so? Sollte Lufthansa ihr Hauptdrehkreuz langfristig nach München verlegen? Oder sollten wir einfach einen neuen Flughafen irgendwo bauen, mitten in die Walachei, der 24 Stunden funktioniert und man hat dann halt mit der Bahn gute Zugänge? Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Bei Berlin gab es da ja, glaube ich, so einen Ort, wo man hätte einen Flughafen bauen können. Ich rede jetzt nicht von dem, der da ist. Ja, ihr könnt das mal sagen, ob man Frankfurt einfach zugunsten von München weglässt und auch 2 Drehkreuze. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung, wer da wie abstimmt. Die 787-9er heißt Frankfurt am Main, ist also ein Hoffnungsträger, der aber auch Probleme, Sorgen, Ängste und Nöte mit sich bringt. Und zwar ist das so, dass das 7. Flugzeug ist halt Frankfurt am Main getauft worden. Sind viele Flugzeuge schon Frankfurt am Main gewesen. Wir erinnern uns an 380er, 747 und so weiter. Allerdings dürfen 24 von 28 Business-Class-Sitzen nicht verkauft werden, weil sie keine Zulassung haben. Und das führt natürlich zu massiven Umsatzverlusten auf der Langstrecke. Trotzdem sagt Spohr, dass die 787 natürlich ein Meilenstein für die Flottenmodernisierung ist, weil die Maschinen sind natürlich wesentlich profitabler. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ob das profitabler ist als ein 340-600er, der mit voller Kabine fliegen kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen. Da wird es Leute geben, die Spezialisten sind, die das in Frankfurt ausgerechnet haben oder in München. Man weiß es ja nicht genau. Bis 2030 sollen rund 100 neue Langstreckenflugzeuge kommen, davon die Hälfte nach Frankfurt gehen. Bei der 787 777 und -9 gibt es halt im Moment noch Probleme mit der Lieferbarkeit. Aber die Flotte wird mit denen wirtschaftlicher. Also solange die nicht kommen, hat man da ein Effizienzproblem. Ja, ich bin mal gespannt. Und ja, ein internationales Drehkreuz wie Deutschland kann sich staatlich verordnete Wettbewerbsnachteile nicht länger leisten. Das sagte Boris Rhein. Das war die direkte Antwort aus dem Beitrag vorher natürlich auch. Ihr seht das Event. Und bis 2030 will die Gruppe rund 100 neue Flugzeuge kaufen. Ein neues Flugzeug hat so vom Verbrauch her 26% weniger Sprit. Die verbrauchen das richtig viel Geld. Und deshalb ist es so, dass man ja gerade im Passagiergeschäft bei der Lufthansa damit kämpft, dass man gerade keine Margen hat. Und das ist das, wo ein Flugzeug 10 Millionen pro Flugzeug, also pro Flugzeug, reinbringen kann. Sollte Lufthansa trotz FAA-Verzögerung die Boeing-Probleme weiter auf die US-Flugzeughersteller Boeing setzen oder stärker auf Airbus ausweichen? Airbus hat ja auch Probleme, aber was ist eure Antwort? Wer ist hier eher Armchair-CEO mehr wie ich? Nummer 4 Thema ist der Tarifstreit. Da gibt es kein Land in Sicht, da gibt es keine echte, ja, sage ich jetzt mal, Annäherung. Der Tarifkonflikt ist halt am Stocken und Lufthansa lehnt ab, nennt die Forderungen nicht bezahlbar. Das machen sie ja schon die ganze Zeit. Geplant war halt wirklich ein geschlossener Raum, doch die Uneinigkeit über die Vertraulichkeitsklausel stoppte halt die Gespräche schon einmal. Lufthansa beziffert die Mehrkosten 228 Millionen pro Jahr. Und jetzt kommt ein geiles Zitat, was in solchen Fällen immer kommt. Jenselmann Ritter sagte das mit den 228 Millionen und sagt, die Erfüllung dieser Forderung wäre schlicht nicht nur unverantwortlich, sondern schlichtweg nicht bezahlbar. Und jetzt kommt natürlich das Nächste. Was will er damit sagen? Er möchte dann die Sachen auslagern an Firmen beziehungsweise an Fluggesellschaften innerhalb des Lufthansa-Konzerns, die billiger produzieren. Ist es gerechtfertigt, dass Piloten im Vergleich zu anderen Berufsgruppen deutlich höhere Betriebsrenten verlangen, wenn die Airline Verluste schreibt? Das ist die eine Frage, aber den zweiten Teil muss man natürlich auch sagen, Lufthansa hatte die ja schon gekürzt vor Covid und so weiter, weil man den Job gerettet hat. Also da könnt ihr weise entscheiden. Wer von euch auch, so wie ich, Kalifornien und die Sonne dort mag, das Meer, den Pazifik, auch mal so Surf City No. 1, Huntington Beach oder Newport Beach oder
dann eventuell Hollywood, egal was euer Ziel ist Los Angeles der Flughafen, wo man hinfliegt. Und da gibt es diesen Horseshoe, diesen berühmt-berüchtigten, dieses Hufeisen. Und das ist das Hufeisen of Hell und Horseshoe of Hell. Und da wird gebaut. Ich bin am Flughafen im letzten Monat in Los Angeles 1, 2, ich glaube 7 Mal oder 8 Mal gewesen, innerhalb von 4 Wochen. Und das ist schon eine krasse Geschichte, was da vom Verkehr abgeht. Und Los Angeles bleibt halt eine Dauerbaustelle. Und ich kenne ehrlicherweise auch seitdem ich in Los Angeles regelmäßig hinfliege, das ist ja Mitte der 90er Jahre oder so, da war immer Baustelle. Dann wurde halt wie waren da, war das noch? Ich weiß es jetzt gar nicht. Es gab nur eine Ebene, dann gab es die zweite Ebene, die jetzt gekommen ist, dann haben wir das T-Bit erneuert, dann haben wir aus dem T-Bit ja auch nochmal eine Erneuerung gemacht. Da gab es ja früher noch die McDonald's da oben. Und das andere Restaurant, das ist ja auch weg, da ist ja jetzt die Sicherheitskontrolle. Also alles hat sich dort verändert, aber es ist halt immer eine permanente Baustelle. Und auch mit American, ich bin mit American diesmal ja auch mal geflogen, von Los Angeles aus, Terminal 5, wird halt abgerissen. Das heißt also, man muss in dieses Nachbarding gehen, American bleibt im Terminal 4. Und Grund ist halt die Modernisierung zu den Olympischen Spielen 2028. Und da muss man halt gucken, dass wir es auch hinkriegen. Delta-Passagiere müssen zum Terminal 3, die haben halt 10 Minuten längere Fahrzeit. Oder man macht das so wie die Crews. Ich sehe das relativ oft, wenn ich in Los Angeles am Flughafen übernachte, im LAX Hyatt Regency zum Beispiel. Und da ist es so, dass die Crews ja laufen. Heißt also, ihr könnt euch vom Hyatt Regency dort dann hinbewegen. Dauert 10 Minuten, 15 Minuten Walking. Also laufen. Und spannend an der Geschichte ist, damals war ja die Werbung, als das Hotel kam, das hieß ja Bates Motel, war auch das erste Hyatt Hotel. Okay, genug Trivia-Wissen. Und da hieß es, from the jet bridge to the bed. Das heißt also im Prinzip, dass man vom Flugzeug zum Bett gehen musste. Aber mittlerweile ist es halt so umgebaut, dass man jetzt halt quasi laufen muss. Ist halt nicht wie in Dallas, wo du wirklich, wenn ich mit Finne ankomme und ich bleibe im Grand am Flughafen in Dallas, dann gehe ich einfach im Terminal, Aufzug, zack, zack und bin dann im Bett. Und habe letztens ja auch eine geile Suite gehabt und dann auf das Vorfeld geschaut, war relativ geil. Heißt also, LAX bleibt eines der stressigsten Flughafenerlebnisse. Und da können wir wirklich mal schauen, inwieweit wir uns über Frankfurt da beschweren. Empfindet ihr LAX auch als großes Problem? Und ist das wirklich ein Weltklasse-Niveau oder ist das einfach auch etwas, wo man sagt, die geht gar nicht? Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, abonnieren und so weiter. Und ganz, ganz wichtig, beantwortet die Fragen des Tages. Ich habe euch nochmal 2 rausgepickt und ich würde das jetzt spontan wieder machen. Einmal bei Portugal, findet ihr, dass die Abbruchklausel Sinn macht, dass die sich schadlos halten, wenn die sagen, nee, wir haben morgen keinen Bock mehr? Oder sagt ihr, nee, die Portugiesen müssen schon bezahlen, wenn die ganzen Firmen wie Lufthansa, Air France, KLM oder aber auch andere da Gas geben und die haben dann keinen Bock mehr zu verkaufen, was ja schon mal passiert ist, dass man das macht. Und dann das andere ist, versteht ihr, warum Frankfurt gerade so ein bisschen gedisst wird wieder von Lufthansa? Oder ist das halt der Klassiker, wenn man was von Frankfurt braucht, werden die gedisst, damit die mehr geben und wenn man von München was braucht, wird München gedisst? Ist das, welcher Flughafen ist aus eurer Sicht der bessere? Und ist das Dissen von Lufthansa legitim oder ist das Quatsch? Also in dem Sinne, danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, habe ich ja gesagt. Also bis morgen oder übermorgen oder wann immer die nächste Sendung schaut. Bis dann, ciao, ciao.